Leute, im heutigen Video möchte ich ganz gerne mit euch über ein etwas persönlicheres Thema sprechen und falls ihr euch jetzt berechtigterweise fragen solltet, was denn bitte schön an Lippenpflege so persönlich sein soll, auf diese Frage möchte ich euch gleich eine Antwort geben, nachdem wir darüber gesprochen haben, wie sich die Haut der Lippen von unserer Gesichtshaut unterscheidet. Der innere Teil unserer Lippen wird als Lippenrot bezeichnet, dann haben wir hier noch die Mundwinkelfalten, die Oberlippe, die Unterlippe und den Amorbogen. Zunächst einmal ist die Haut unserer Lippen deutlich dünner im Vergleich zur Gesichtshaut und sie besitzt weder Teig noch Schweißdrüsen. Das heißt, unsere Lippen werden durch äußere Einflüsse deutlich stärker strapaziert. Da unseren Lippen natürlicherweise die Teigdrüsen fehlen, also diejenigen Drüsen, die das Fett produzieren, neigen sie auch eher zu Trockenheit. Deshalb ist es gar nicht so verkehrt, Lippenpflege zu verwenden, um der Haut das nötige Fett zuzuführen, sie wieder geschmeidig zu machen, vor Feuchtigkeitsverlust zu bewahren und natürlich auch vor UV-Strahlung zu schützen. Verwendet man hingegen rein wasserbasierte Produkte, dann kann deren Verdunstung dazu führen, dass die Lippen schneller trocken und rau werden, weil die natürliche Fettschicht auf den Lippen fehlt, um das so ein bisschen einzudämmen und weil die Haut der Lippen natürlich auch dünner ist, wodurch sie schneller an Feuchtigkeit verlieren kann. Ob ihr Lippenpflege verwenden möchtet oder nicht, solltet ihr wie immer selbst entscheiden, aber ich habe sehr persönliche Gründe, warum ich Lippenpflege nutze und über die möchte ich jetzt mit euch sprechen. Und zwar habe ich seit meiner Kindheit mit der sogenannten Skin Picking Disorder zu kämpfen. Das ist eine Impulskontrollstörung, die auch als psychische Erkrankung anerkannt ist und die bei mir mit meiner posttraumatischen Belastungsstörung zusammenhängt. Darüber möchte ich jetzt nicht im Detail sprechen, weil ich weder mich noch euch damit triggern will. Und bei mir persönlich geht es darum, dass ich vor allem in Stresssituationen raue, schuppige oder erhabene Stellen aufkratze, bis sie bluten. Leider wird über das Thema Skinpicking kaum gesprochen und wenn ich ehrlich sein soll, fällt es mir selbst super schwer, noch mehr ins Detail zu gehen, weil es bei mir eben auch mit der PTBS zusammenhängt. Aber ich bin der Meinung, es ist immer noch besser, irgendwas zu sagen und ein bisschen für dieses Thema zu sensibilisieren, als gar nicht. Aber falls ihr euch noch mehr dafür interessieren solltet, ich packe euch einfach wie immer alles unten in die Infobox. Um jetzt wieder den Bezug zur Lippenpflege herzustellen, wobei ich denke, dass ihr 1 und 1 bereits zusammenzählen konntet und wisst, worauf ich hinaus möchte. Es geht mir darum, dass meine Lippen möglichst geschmeidig bleiben, dass sie nicht rau, nicht trocken, nicht schuppig sind, weil das einfach ganz schnell in einem Skin-Picking-Rückfall enden kann. Also versteht mich nicht falsch, ich habe diese Rückfälle nach wie vor, aber die Abstände dazwischen werden immer größer, was einfach auch ein krasser Fortschritt für mich persönlich ist und auch darin gründet, dass ich noch mehr Acht darauf gebe. Und da gehört für mich persönlich eben auch Lippenpflege dazu, weshalb ich euch jetzt meine Favoriten zeigen möchte und auch diejenigen Produkte, die ich bei Rückfällen nutze. Als allererstes habe ich hier den Lippenpflegebalsam von Freiöl, der unter anderem Ceramide enthält. Und Ceramide sind hauteigene Bestandteile, die die Barriereschutzfunktion der Haut positiv beeinflussen. Und bei diesem Produkt merke ich auch tatsächlich was. Vor allem, wenn ich es über Nacht auftrage, wache ich dann frühs mit geschmeidigen und weniger rauen Lippen auf. Also ich mag es wirklich sehr, sehr gerne, habe ich schon mehrfach nachgekauft und kann es euch sehr ans Herz legen. Als nächstes habe ich hier den Lippen- und Hautbalsam von Lipfine, den man theoretisch auch auf trockenen Hautstellen anwenden kann. Ich benutze ihn hauptsächlich für die Lippen und mag ihn sehr, sehr gerne. Er ist nicht zu fettig, aber auch nicht zu leicht, so ein perfektes Zwischending. Und er hat einen etwas höheren Schmelzpunkt, weshalb er den Sommer exzellent überstanden hat, auch in dieser Pappverpackung. Die sieht immer noch tipptopp aus. Das heißt, ich muss ihn vorher so ein bisschen auf meinem Handrücken anwärmen und dann kann ich ihn ohne Probleme auf die Lippen auftragen. Der hat eher so einen pflegenden Effekt, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Die SOS Lippenmaske von Beauty Base ist ein kleines bisschen reichhaltiger als der Lipbalm von Freiöl, aber sie ist dennoch dünn genug, um sie in mehreren Schichten auf die Lippen auftragen zu können, ohne dass sich das Ganze zu wachsig, fettig oder komisch filmmäßig anfühlt. Es ist außerdem beruhigendes Bisabolol enthalten, sie lässt sich wunderbar auf den Lippen verteilen, es sind pflegende Öle drin, sie ist unparfümiert, was ich wirklich großartig finde und sie hat auch keinen komischen Eigengeschmack. Übrigens ganz ähnlich wie bei dem Lipfine Lippenpflegestift, der ist auch komplett unbeduftet und hat jetzt keinen komischen Eigengeschmack, was ich bei Lippenprodukten sehr begrüßenswert finde.
Wenn ich jedoch merke, dass meine Lippen eine extra Portion Pflege samt Feuchtigkeit vertragen können, dann trage ich eine richtig dicke Schicht von dieser Baby Dream Natural Wundschutzcreme über Nacht auf meine Lippen auf. Dabei handelt es sich um eine WO-Emulsion, das heißt, hier ist der Ölanteil bzw. der Fettanteil höher im Vergleich zum Wasseranteil, wodurch dieser Verdunstungseffekt minimiert wird, und ich kriege hier auch noch zusätzlich zu den pflegenden und rückfettenden Bestandteilen wie Mandelöl, aber auch Sonnenblumenöl und Shea-Butter, feuchtigkeitsbindendes Glycerin. Auch ein sehr, sehr wichtiges Produkt ist dieser Lippenpflegestift mit UV-Schutz, denn leider werden unsere Lippen in Bezug auf UV-Schutz sehr oft vernachlässigt. Dabei sind sie natürlich auch anfällig für Sonnenbrand, Hautkrebs und vorzeitige Hautalterung, weshalb man darauf nicht nur im Gesicht oder am restlichen Körper achten sollte, sondern genauso auch auf den Lippen. Ich mag diesen Sundance Lippenpflegestift mit SPF 50 sehr, sehr gerne. Der ist angenehm, macht so ein glossy Finish, was nicht zu schmierig, nicht zu fettig ist. Man kann den auch über den Tag hinweg ganz gut auf den Lippen auftragen. Er enthält auch keine anorganischen UV-Filter, weshalb er nicht weißelt und ist unparfümiert. Das waren alles Produkte, die ich verwende, wenn meine Lippen nicht wund sind oder ich sie gerade aufgekratzt habe, sprich vorbeugende Maßnahmen. Und dann gibt es natürlich auch Produkte, die ich nutze, wenn mal wieder mein Skinpicking durchkommt, und die möchte ich euch jetzt zeigen. An dieser Stelle ist es mir nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Besserung meines Skinpickings nicht von allein aufgetreten ist, sondern dass ich mir Hilfe in einer Therapie gesucht habe. Das ist schon lange her, aber ich wüsste jetzt nicht, an welchem Punkt ich in meinem Leben wäre, wenn ich mir eben diese Hilfe nicht gesucht hätte. Natürlich ist das Skinpicking nur ein Teil von einem großen Ganzen, aber dadurch, dass ich das große Ganze angegangen bin und mir Hilfe gesucht habe, ist eben auch das Skinpicking besser geworden. Klar kann man das Ganze nicht ausradieren, es ist immer noch da, ich habe nach wie vor damit zu kämpfen, so ist es nun mal bei psychischen Krankheiten oder Traumata, aber es ist deutlich, deutlich besser geworden und ich freue mich einfach über jeden Fortschritt, den ich mache, und ich muss mir auch immer wieder gebetsmühlenartig sagen, dass wenn ich wieder einen Skinpicking-Rückfall habe, dass ich mich dafür nicht hassen soll, dass ich mir keine Vorwürfe machen soll und dass ich einfach nicht alles kontrollieren kann. Das hier sind die zwei Produkte, die ich verwende, wenn meine Lippen so ein bisschen wund sind. Einmal eine Wundschutzcreme mit Zinkoxid, weil Zinkoxid die Wundheilung beschleunigen kann, aber es hat einen großen Nachteil. Es fühlt sich relativ trocken auf der Haut an und es macht sich besonders auf den Lippen bemerkbar, weshalb ich mir immer so ein ganz kleines bisschen davon auf den Handrücken gebe und dann noch so ein wenig von der Beauty Bay SOS Maske. Das heißt, ich kriege hier wieder so ein bisschen mehr Fett, mehr Pflege rein und kann das etwas besser ausgleichen. Und das war's schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und auch ein kleines bisschen hilfreich war. Wie immer würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen, einen Kommentar und wenn ihr dieses Video teilen würdet, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!